Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Schneller sprechen. Heute geht es darum, wie du flüssiger sprechen kannst, auch wenn die Grammatik nicht perfekt ist. Schön, dass du dabei bist. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Heute tauchen wir ein in die Welt der einfachen Satzstrukturen. Sie sind der Schlüssel zu flüssigem Sprechen. Beginnen wir mit Hauptsätzen. Ein Hauptsatz hat immer ein Subjekt, ein Prädikat und oft ein Objekt. Zum Beispiel: Ich esse einen Apfel. Richtig. Solche Sätze sind klar und direkt. Sie helfen, Gedanken präzise auszudrücken. Wenn du flüssig sprechen möchtest, sind Hauptsätze deine besten Freunde. Sie geben deinem Gespräch Struktur und Klarheit. Ein Tipp: Übe, Hauptsätze zu bilden, indem du über deinen Alltag sprichst. Zum Beispiel: Ich gehe zur Arbeit oder er liest ein Buch. Das macht es einfacher, spontan zu sprechen. Neben Hauptsätzen gibt es auch Fragesätze. Diese sind wichtig für Unterhaltungen. Du kannst einfache Fragen stellen, um Informationen zu bekommen oder das Gespräch am Laufen zu halten. Ein Beispiel: Wie geht es dir oder was machst du heute? Ja, Fragesätze laden zum Dialog ein. Sie zeigen Interesse und ermöglichen es, mehr über dein Gegenüber zu erfahren. Versuche, offene Fragen zu stellen, die nicht nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Lass uns weitermachen mit Verneinungen. Sie sind wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Um einen Satz zu verneinen, fügst du einfach nicht oder kein hinzu. Zum Beispiel: Ich esse keinen Apfel oder ich gehe nicht zur Arbeit. Verneinungen sind nützlich, um klar und präzise zu sein. Sie helfen dir, genau zu sagen, was du nicht willst oder nicht tust. Das ist besonders wichtig, wenn du Missverständnisse vermeiden möchtest. Zum Schluss schauen wir uns die Verwendung von Konjunktionen an. Sie verbinden Sätze und machen deine Sprache flüssiger. Worte wie und, aber oder helfen, Ideen zu verknüpfen. Zum Beispiel: Ich esse einen Apfel und trinke einen Tee. Konjunktionen sind Brücken zwischen Gedanken. Sie helfen, komplexere Sätze zu bilden und verleihen deinem Gespräch Tiefe. Übe, sie in deinen Alltagssätzen zu verwenden, um fließender zu kommunizieren. Zusammenfassend sind einfache Satzstrukturen das Fundament für flüssiges Sprechen. Mit Hauptsätzen, Fragesätzen, Verneinungen und Konjunktionen kannst du klarer und sicherer kommunizieren. Übung macht den Meister. Genau, und je öfter du sprichst, desto natürlicher wird es. Also nutze jede Gelegenheit, um zu üben und deine Fähigkeiten zu verbessern. Es gibt keine falschen Versuche im Lernen, nur Möglichkeiten zu wachsen. In unserem nächsten Kapitel werden wir uns mit erweiterten Satzstrukturen beschäftigen, um eure Sprachfähigkeiten zu vertiefen. Bis dahin bleibt neugierig und übt fleißig weiter. Nachdem wir uns mit Satzstrukturen beschäftigt haben, sehen wir uns nun Redemittel an. Sie sind der Schlüssel zu authentischen Gesprächen. Redemittel helfen, Gespräche lebendig zu halten und Missverständnisse zu vermeiden. Genau. Redemittel sind wie Werkzeuge in deiner Sprachkiste.
Sie helfen dir, Gefühle auszudrücken oder auf eine bestimmte Weise zu reagieren. Ein einfaches Beispiel ist der Ausdruck von Überraschung. Ach so oder echt? Solche Ausdrücke fügen deinem Gespräch Emotionen hinzu, sie machen es lebendiger und persönlicher. Du kannst auch Zustimmung oder Verständnis zeigen, indem du sagst, genau oder das stimmt. Redemittel sind auch nützlich, um Zeit zu gewinnen, während du nachdenkst. Phrasen wie „Lass mich kurz überlegen“ oder „Gute Frage“ geben dir die Zeit, die du brauchst, um deine Gedanken zu sammeln. Bei Missverständnissen sind Klärungsfragen wichtig. Du kannst sagen, wie meinst du das oder kannst du das bitte wiederholen? So stellst du sicher, dass du alles richtig verstehst. Wenn du nicht einverstanden bist, kannst du höflich widersprechen. Sätze wie „Ich sehe das anders“ oder „Ich bin nicht sicher, ob das stimmt“ sind nützlich, um deine Meinung auszudrücken. Um ein Gespräch zu beenden oder das Thema zu wechseln, sind bestimmte Redemittel hilfreich. Du könntest sagen, lass uns über etwas anderes sprechen oder können wir kurz das Thema wechseln. Genau. Diese Phrasen helfen, das Gespräch in eine gewünschte Richtung zu lenken. Sie sind besonders nützlich in formellen oder unbekannten Situationen, wo es wichtig ist, höflich zu bleiben. Höflichkeit ist auch in alltäglichen Gesprächen wichtig. Sätze wie Danke für die Information oder Entschuldigung, dass ich störe, helfen respektvoll zu kommunizieren. Je öfter du Redemittel benutzt, desto natürlicher wird es. Sie sind der Schlüssel, um fließend und selbstbewusst zu sprechen, ohne sich in komplizierten Regeln zu verlieren. Und das Beste daran ist, dass du sie flexibel einsetzen kannst, egal ob du mit Freunden sprichst oder eine formelle Unterhaltung führst, Redemittel passen immer. Zusammengefasst sind Redemittel essentiell für lebendige Gespräche. Sie erleichtern den Ausdruck von Emotionen und helfen, Gespräche in die gewünschte Richtung zu lenken. Nutze sie, um flüssiger und sicherer zu kommunizieren. Im nächsten Kapitel werden wir uns darauf konzentrieren, wie man diese Redemittel in verschiedenen Situationen effektiv einsetzen kann. Bis dahin bleibt neugierig und übt fleißig weiter. Welche Redemittel benutzt ihr am häufigsten in euren Gesprächen, um Missverständnisse zu vermeiden oder Emotionen auszudrücken? Nachdem wir uns mit den wichtigen Redemitteln vertraut gemacht haben, wollen wir jetzt einen weiteren Aspekt beleuchten: die Kunst, Pausen zu machen und Füllwörter zu verwenden. Diese Techniken sind besonders nützlich, um ein Gespräch fließend zu halten. Absolut. Pausen sind ein mächtiges Werkzeug. Sie geben dir nicht nur Zeit zum Nachdenken, sondern können auch die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners erhöhen. Eine kurze Pause zwischen den Sätzen kann Wunder wirken. Richtig. Und Füllwörter wie also oder helfen, das Gespräch am Laufen zu halten. Sie geben dir Zeit, deine Gedanken zu ordnen, ohne dass das Gespräch ins Stocken gerät. Manchmal kann es auch hilfreich sein, Umschreibungen zu nutzen, wenn dir ein bestimmtes Wort nicht einfällt.
Zum Beispiel, anstatt Auto zu sagen, könntest du das Fahrzeug, mit dem man fährt, verwenden. Umschreibungen sind besonders nützlich, wenn du noch nicht alle Vokabeln kennst. Sie ermöglichen es dir, dennoch flüssig zu sprechen und Missverständnisse zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil von Pausen ist, dass sie deinem Gesprächspartner Raum geben, um zu reagieren oder nachzufragen. Das macht das Gespräch interaktiver und dynamischer. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir die Worte fehlen, kannst du immer eine Umschreibung verwenden, um das, was du sagen möchtest, zu erklären. So bleibt das Gespräch im Fluss. Eine gute Mischung aus Pausen, Füllwörtern und Umschreibungen kann auch dazu beitragen, dass dein Gespräch natürlicher und spontaner wirkt. Es zeigt, dass du authentisch bist und nicht nur auswendig gelernte Phrasen aufsagst. Wichtig ist, dass du darauf achtest, Füllwörter nicht zu übermäßig zu verwenden. Zu viele Füllwörter können den Gesprächsfluss stören und den Zuhörer verwirren. Genau, es geht darum, die richtige Balance zu finden. Füllwörter sollten dein Sprechen unterstützen, nicht dominieren. Sie sind ein Mittel, um Zeit zu gewinnen, aber nicht der Hauptbestandteil deiner Kommunikation. Wenn du dir dieser Techniken bewusst bist und sie gezielt einsetzt, wirst du merken, dass deine Gespräche lebendiger und flüssiger werden. Übung macht den Meister. Zusammengefasst sind Pausen, Füllwörter und Umschreibungen wichtige Werkzeuge, um ein Gespräch lebendig zu halten. Sie helfen dir, flüssiger und selbstbewusster zu sprechen, auch wenn du mal ins Stocken gerätst. Im nächsten Kapitel werden wir uns darauf fokussieren, wie man diese Techniken kombiniert, um in alltäglichen Situationen sicher zu kommunizieren. Also bleibt dran und übt fleißig weiter. Welche Techniken verwendet ihr am liebsten, um ein Gespräch flüssig und lebendig zu halten? Pausen, Füllwörter oder Umschreibungen? Nachdem wir gelernt haben, Pausen und Füllwörter effektiv zu nutzen, stellt sich oft die Frage, wie gehe ich mit Fehlern um? Fehler gehören zum Sprachenlernen dazu und dürfen uns nicht entmutigen. Absolut. Es ist wichtig, dass wir Fehler als Teil des Lernprozesses akzeptieren. Viel wichtiger als Perfektion ist es, den Mut zu haben, sich auszudrücken und sich verständlich zu machen. Genau, denn nur durch das Sprechen und das Ausprobieren neuer Redemittel können wir unsere Sprachkenntnisse verbessern. Fehler sind ein Zeichen dafür, dass wir etwas Neues lernen. Ein guter Tipp ist es, sich auf die Kommunikation zu konzentrieren, nicht auf die Fehler. Was zählt ist, dass dein Gesprächspartner versteht, was du meinst. Und oft sind wir selbst viel kritischer mit unseren Fehlern als andere. Die meisten Menschen sind verständnisvoll und geduldig, besonders wenn sie wissen, dass du eine neue Sprache lernst. Ein weiterer Ansatz ist, aus Fehlern zu lernen. Wenn du merkst, dass du immer wieder denselben Fehler machst, nimm ihn als Gelegenheit, etwas Neues zu lernen und zu üben. Richtig, es kann auch helfen, sich nicht zu sehr auf die Grammatik zu fixieren. Oft reicht es aus, die Botschaft zu übermitteln, auch wenn nicht alles perfekt ist. Ein Moment der Unsicherheit
kann durch ein Lächeln oder eine kleine Entschuldigung entschärft werden. Das zeigt, dass du offen und bereit bist, aus der Situation zu lernen. Und vergiss nicht, Humor kann ein mächtiges Werkzeug sein. Ein kleiner Witz oder ein Lachen über einen Fehler kann die Situation auflockern und dir helfen, entspannter zu sein. Wenn du selbstbewusst sprichst, trotz Fehlern, zeigt das, dass du Vertrauen in dein Lernvermögen hast. Mit der Zeit werden die Fehler weniger und dein Sprachgefühl stärker. Es ist auch hilfreich, sich mit positiven Gedanken zu motivieren. Denke daran, wie weit du schon gekommen bist und welche Fortschritte du gemacht hast. Und schließlich sei geduldig mit dir selbst. Jede neue Sprache braucht Zeit und Übung. Fehler sind nur kleine Stolpersteine auf deinem Weg zur flüssigen Kommunikation. Wenn du dich traust, trotz Fehlern zu sprechen, wirst du merken, dass du dich immer sicherer fühlst. Übung und Selbstvertrauen sind der Schlüssel zu flüssigem Sprechen. In den nächsten Kapiteln werden wir weiter erkunden, wie du deine Sprachkenntnisse in verschiedenen Situationen anwenden kannst. Bleib dran und übe weiter. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Wir hoffen, dass ihr etwas gelernt und euch inspiriert fühlt, selbstbewusst zu sprechen, auch mit Fehlern. Teilt eure Gedanken und Kommentare. Welche Wörter oder Tipps haben euch am meisten geholfen? Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. So verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Danke fürs Zuhören und bleibt mutig beim Sprachenlernen. Wir freuen uns darauf, euch in den nächsten Episoden wieder begrüßen zu dürfen. Die Kunst, Pausen zu machen, hilft beim Sprechen. Pausen machen ist eine Kunst, die ein Gespräch flüssiger macht. Das Werkzeug. Ein Werkzeug beim Sprechen sind bewusst gemachte Pausen. Pausen sind ein wichtiges Werkzeug, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Umschreibung. Eine Umschreibung hilft, wenn dir ein Wort nicht einfällt. Mit einer Umschreibung kann man Missverständnisse vermeiden. Das Redemittel. Ein Redemittel hilft, Gedanken klar auszudrücken. Redemittel sind wichtige sprachliche Hilfen beim Sprechen. Der Fehler. Ein Fehler gehört zum Lernprozess. Jeder Fehler zeigt, dass man etwas Neues lernt.